Bevor mein Bericht oder mein Video weitergeht über unsere Reise Italien 2021, möchte ich noch ein paar Worte verlieren über das Datenroaming in der Schweiz und über die Maut in der Schweiz und sprich über die Schwerverkehrsabgabe, heißt es dort in der Schweiz. Das ist für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ja wohl klar ist und die meisten wissen, die Schweiz gehört nicht zur EU und daher kann man sein Datenvolumen, was man vielleicht im Handyvertrag hat und sonst fast in ganz Europa nutzen kann, in der Schweiz nicht nutzen. Das ist nicht bei jedem Vertrag so, das ist unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel einen Vertrag, ich kann in der Schweiz mein Datenvolumen nutzen. Die beiden Anbieter Vodafone und auch Telekom bieten das an in einem Vertrag. Ich habe so einen speziellen Vertrag mit einer Flat in Deutschland, also eine Datenflat in Deutschland und ein Datenvolumen fürs Ausland, für die EU von 40 Gigabyte. Diese 40 Gigabyte, die kann ich also auch in der Schweiz nutzen. Das ist nicht bei jedem Vertrag so, da muss man sich vorher schlau machen, das muss man genau nachlesen, welche Bedingungen man da hat. Vielleicht noch der Hinweis, wer jetzt kein Datenroaming für die Schweiz hat, beziehungsweise Datenvolumen dort freigeschaltet ist, der sollte sein Datenroaming in der Schweiz abschalten. Ganz einfach deshalb, er läuft sonst Gefahr, dass er dort Daten verbraucht und die werden wahrscheinlich dann sehr teuer. So war es jedenfalls in der Vergangenheit. Die Erfahrung haben wir einmal selber gemacht. Wir haben in ganz kurzer Zeit hatten wir irgendwie 50, 60 Euro durch und mussten die natürlich am Ende bezahlen, kriegten dann allerdings eine Mitteilung, dass wir unser Datenroaming ausschalten möchten, sonst müssen wir weiter bezahlen. Jetzt möchte ich ja noch ein bisschen was zeigen, auch zu dieser App für die Schwerverkehrsabgabe, so heißt es, also die Maut in der Schweiz. Die ist nur für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen nutzbar. Alle anderen unter 3,5 Tonnen brauchen eine Vignette. Ich möchte jetzt aber über diese Schwerverkehrsabgabe sprechen und da gibt es eine App, die kann man sich runterladen, kostenlos runterladen und dort kann man online alles erledigen. Man braucht dann nicht irgendwo noch anhalten und irgendwo was da kaufen oder buchen. Ich habe das Ganze mit dem Handy gemacht, habe einfach Schwerverkehrsabgabe Schweiz eingegeben, bin dann auf diese Seite gekommen und habe mir dann die ganze Geschichte hier durchgelesen. Man kann dann noch weitergehen und kommt zu einem Video. Das habe ich mir allerdings nicht angeschaut. Ich bin dann gleich weitergemacht und das Ganze nach oben geschoben und unten kommt man dann auf zwei Links. Da kann man dann kommt man zum App Store und ich weiß nicht, wie heißt der andere für Android, weiß ich jetzt im Moment nicht. Dort kann man dann die beiden Apps kostenlos oder jeweils die App kostenlos runterladen. Die App heißt Via und ist kostenlos und dann sehen wir, wenn wir sie öffnen, haben wir oben die Fahrzeuge, die hier angegeben sind. Wohnmobil über 3,5 Tonnen, unter 3,5 Tonnen geht nicht, also über 3,5 Tonnen. Und hier können wir jetzt drauf gehen und dann entsprechendes eingeben. Man muss seine E-Mail-Adresse angeben, das Kennzeichen vom Fahrzeug. Und ja, dann kann man eigentlich schon zum Bezahlvorgang gehen. Das heißt, man kann mit Master- oder Visa-Card bezahlen, also online alles erledigen. Es gibt verschiedene Zeiträume, die man buchen kann, der Nutzung der Autobahn in der Schweiz. Ich habe die Version gewählt 10 Tage, das heißt 10 Tage im Jahr darf ich in der Schweiz auf der Autobahn fahren, beziehungsweise immer wenn ich in der Schweiz bin, muss ich dann buchen. Das heißt, wenn ich 2 Tage durch die Schweiz brauche, dann muss ich auch 2 Tage buchen auf meiner App hier. Das wird dann automatisch gemacht. Ich zeige das gleich mal. Hier sieht man den Zeitraum. Gebucht habe ich vom 28. August 21 bis zum 27. August 22. Wenn ich ganz nach unten gehe, dann habe ich ganz rechts Tickets. Dort gehe ich drauf und kann dann entsprechend entwerten. Entwerten mache ich dann, wenn an dem Tag, in dem ich in die Schweiz einfahre, dann zieht er mir automatisch einen Tag von meinem Kontingent ab. Das zeigt er dann auch in einer Liste an.
Wenn ich jetzt zum Beispiel kein Datenvolumen für die Schweiz habe, dann kann ich das Ganze natürlich auch noch vorher in Deutschland machen. Das heißt, kurz vor der Grenze und schalte dann das frei und dann ist die Sache auch okay. So, jetzt geht es aber endlich weiter mit unserer Reise Richtung Schweiz, beziehungsweise wir passieren jetzt hier gleich die Grenze, hatten keinerlei Grenzkontrollen, beziehungsweise stand ein Zollbeamter, hat uns aber so durchgewunken. Wir haben Sonntag, den 29. August, trübes Wetter, aber zurzeit ist es trocken. Wir sind am Morgen ja von Bad Belligen aus gestartet und bis zu dem Stellplatz, den wir anfahren wollen in der Schweiz, sind es ca. 200 Kilometer. Wir sind deshalb an einem Sonntag gefahren, weil wir gehofft haben, dass die Verkehrsdichte nicht so groß ist und wir gut vorankommen. Wobei wir haben Zeit, also diese 200 Kilometer, die fahren wir doch in wenigen Stunden. Es lief auch recht gut, bis eben vor dem Gotthardtunnel. Dort hatten wir einen Stau von etwa 10 Kilometer. Der Stau hat etwa eine Viertelstunde gedauert und es ging nur im Stop and Go voran. Vor dem Tunnel gibt es eine Ampel, dort werden immer nur so und so viele Fahrzeuge durchgelassen und wenn man das passiert hat, dann geht es schneller voran. Der Tunnel ist etwa 17 Kilometer lang und nur zweispurig. Ich bin häufiger gefragt worden, welche Strecke ist die bessere, nach Italien über die Schweiz oder über Österreich. Für uns ist es letztendlich egal, wir fahren beide Strecken gerne, aber etwas lieber fahren wir die Strecke über die Schweiz, da ist der Verkehr nicht ganz so stark, meinen wir jedenfalls. Jetzt verlassen wir die Autobahn, um den Stellplatz anzufahren. Hier ist das Wetter jetzt auch etwas besser nach dem Tunnel. Die Sonne scheint und wir haben etwa 20 Grad. Jetzt fahren wir ein in diesen kleinen Ort und müssen jetzt unseren Stellplatz suchen und da gab es ein kleines Problemchen. Die Zufahrt zum Stellplatz war durch eine Baustelle gesperrt und jetzt suchen wir nach einer weiteren Zufahrt, wo wir den Stellplatz oder dass wir den Stellplatz erreichen können. Wir haben dann eine Zufahrt gefunden, die recht schmal war und dabei ist passiert, habe mir dann unten auf der linken Seite eine dicke Schramme gezogen an diesen dicken Steinen, die dort auf der linken Seite liegen. Gerade in dieser Höhe der Steine sieht man im Rückspiegel nicht jeden Winkel und da kann es schnell passieren, dass man sich da sowas kaputt fährt. Und jetzt ist angesagt, das Auto muss zum Lackierer. Der Stellplatz ist in 2 Ebenen angelegt. Wir sind in der oberen Ebene stehen geblieben, gleich neben der Einfahrt. Ich würde mal sagen, der Platz ist geeignet für Fahrzeuge bis 8, maximal 9 Meter. Dann wird es schon eng. Es ist vor Ort kein Platzbetreiber oder niemand war da, wo wir uns anmelden mussten. Der Platz, das haben wir dann vorne gelesen an der Tafel, kostet 15 €. Dort gibt es dann so Umschläge, dort kann man sein Geld reintun und den Umschlag dann in einen Briefkasten einwerfen. Das Ganze also auf Vertrauensbasis. Das Gute ist, der Platz liegt nur 2-3 Kilometer von der Autobahn entfernt, also als Übernachtungsplatz ideal. Angeboten wird hier Strom, der im Preis mit enthalten ist, und End- und Versorgung. Es gibt dort auch WLAN, ein freies, kostenloses WLAN, was auch funktioniert hat. Die Entsorgung ist direkt neben der Einfahrt. Was man hier auf dem Boden liegen sieht, sind Blätter, nicht dass da denkt, da liegen noch irgendwelche Abfälle. Dann gibt es Frischwasser zum Zapfen und es gibt auch separat, um die Kassette auszuschütten, einen Ausguss. Da wir jeden Morgen im Mobil duschen, benötigen wir auch etwas mehr Wasser und so fülle ich das in diesem Fall mal mit der Kanne auf. Vielleicht 3-4 Kannen, dann kommen wir erstmal wieder ein Stückchen hin. Wir haben immer so viel Wasser an Bord, dass wir 1-2 Übernachtungen überbrücken können, ohne Wasser zu tanken. Denn es kann durchaus mal passieren, dass an einem Stellplatz kein Wasser da ist oder irgendwas defekt ist. Direkt vom Stellplatz geht ein Weg, dort kann man entlang gehen und
bis zu einer Kirche. Dort gibt es auch Freiflächen. Wer also seinen Hund dabei hat, der kann dort mal mit dem Hund hingehen. Es gibt hier auch Wanderwege. Dort kann man dann zu einer Schlucht gehen und noch andere Geschichten. Ich glaube, Wasserfall gibt es auch. Aber das haben wir alles nicht gemacht und deshalb kann ich da nicht drüber berichten, sondern habe das nur gelesen. Der nächste Morgen, wir haben gut geschlafen, die Sonne scheint und so starten wir zu unserer nächsten Etappe. Wir müssen wieder durch diese enge Zufahrt oder Ausfahrt in diesem Fall. Wir sehen rechts oben das Schild 2,40 Meter Breite. Das wird ja schon richtig knapp, aber meistens sind es ja ein paar Zentimeter mehr. Und wir sind ja reingefahren, also müssen wir auch wieder rauskommen. Das Rausfahren war dann etwas einfacher, weil man die Querstraße hat und dadurch etwas mehr Platz hat. Leider stand auf der anderen Seite kein Schild mit der Begrenzung 2,40 Meter, dann wäre ich gar nicht erst reingefahren. Bevor wir gestartet sind, habe ich auf der App, der VIA-App für die Schwerverkehrsabgabe in der Schweiz, um die Autobahn zu benutzen, den Tag freigeschaltet oder entwertet, heißt es ja richtigerweise. Und so darf ich und kann ich jetzt auf die Autobahn fahren. Wenn ich es richtig weiß, muss ich den Tag auch entwerten, wenn ich nicht fahre auf der Autobahn, sondern mich nur in der Schweiz aufhalte weiterhin. Ich habe ja 10 Tage, die ich frei wählen kann innerhalb eines Jahres. So sind wir an diesem Montagmorgen, es ist etwa 9:30, wieder recht schnell auf der Autobahn in Richtung Italien. Wir fahren hier auf der A2 in Richtung Italien. Landschaftlich ist hier sehr schön. Wir passieren hier den Lago Maggiore und auch Como See in nicht zu weiter Entfernung. Und ja, auch diese Region haben wir schon mehrfach bereist. Videos gibt es darüber leider nicht. Das war alles vor meiner Zeit bei YouTube. Unsere Strecke ist heute 250 Kilometer. Wir fahren etwa bis in die Nähe von Parma. Dort haben wir uns einen Stellplatz ausgesucht, den wir zur Übernachtung nutzen wollen. Jetzt erreichen wir aber erstmal die Grenze Schweiz-Italien. Der Verkehr staut sich hier etwas, wird nachher einspurig und dadurch müssen wir so ein bisschen warten. Kontrolliert wird direkt nicht, es stehen Beamte dort, Zollbeamte dort, die uns aber so durchwinken oder beziehungsweise alle Fahrzeuge durchwinken. Wir haben Italien erreicht und fahren hier auf der Autobahn in Richtung Mailand. Auch hier in Italien ist die Autobahn mautpflichtig. Die Maut ist lange nicht so hoch wie zum Beispiel in Frankreich, aber kostet eben hier auch Geld. Und so ziehen wir hier ein Ticket und bezahlen am Ende der Autobahn oder wenn wir die Autobahn verlassen, die Maut mit unserer Visa-Card. Es gibt auch eine Mautbox, dann hat man es einfacher, dann kann man diese Telepass-Durchfahrten nutzen. Aber ob sich das für einen einzigen Urlaub lohnt, weiß ich nicht, also für uns jedenfalls nicht. Wir verlassen jetzt die Autobahn und fahren unseren Zielort an, das ist Chiaravalle. Dort ist dieser kostenlose Stellplatz, den wir zur Übernachtung nutzen wollen. Wir müssen jetzt etwas mehr als 10 Kilometer auf einer Nebenstrecke fahren, um zum Ort zu kommen. Wir haben den kleinen Ort Chiaravalle erreicht, der hat etwa 5000 Einwohner. Bekannt ist ja hier durch die Kirche und Kloster, die es hier gibt, was ich gleich nochmal zeigen werde. Wenn wir solche Übernachtungsplätze nutzen, dann ist es für uns nicht wichtig, dass es dort wunderschön ist, sondern dann geht es darum, dass er ruhig und zweckmäßig ist. Ich hatte bei den Kommentaren in der Stellplatz-App gelesen, dass dieser Parkplatz kaum genutzt ist. So stellen wir uns hier quer über die Parkflächen und das scheint hier kein Problem zu sein. So habe ich das mehrfach gelesen. Wir sind in Italien, ganz grob in der Nähe von Parma.
Wir sind auf dem Weg in den Süden Italiens und haben hier auf diesem Stellplatz, ich blende den Namen mal ein, haben wir Station gemacht und wollen die Nacht hier verbringen. Es ist ein einfacher Parkplatz, ist aber offiziell im Camperkontakt als Stellplatz ausgewiesen. Habe hier nur Schilder gesehen, ja, Busparkplatz, aber es wird wohl geduldet, dass man hier stehen darf. Der Platz hat keine End- und Versorgung. Einen Wasserhahn gibt es hier, wo man Wasser zapfen kann. Ganz schön ist hier also im Hintergrund die Kirche und Kloster. Dort waren wir auch schon drin, haben uns das auch schon angesehen. Ist sehenswert, sollte man auf jeden Fall hingehen, wenn man hier mal ist. Ja, das war so in wenigen Sätzen hier was über diesen Stellplatz. Wie gesagt, als Übernachtungsplatz kann man ihn durchaus nutzen. Ob es jetzt schön ist, hier zu stehen, weiß ich auch nicht. Wobei natürlich hier, man hat Grün rundherum, man hat einen Spielplatz hier. Wenn man mit dem Hund gehen will, ist hier kein Problem. All diese Sachen sind hier ohne weiteres möglich. Aber man hat natürlich auch einige PKWs hier auf diesem Platz stehen. Damit muss man dann leben. Ich hatte gesagt in der Anmoderation, wir wollen in den Süden von Italien. Das stimmt natürlich nicht. Wir wollen in die Toskana. Da habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt noch ein paar Bilder vom Inneren der Kirche und dem Kloster. Der kleine Ort ist überschaubar, es gibt eine Bar, es gibt ein Hotel, es gibt auch eine Pizzeria, Restaurant. Ich habe darüber gelesen, soll sehr gut schmecken dort, ist auch sehr preiswert dort. Hatte heute an dem Montag allerdings nicht geöffnet. Daher haben wir selber gekocht, es gab schnelle Küche, Bratkartoffeln mit Spiegelei. Am Abend kam dann noch ein Kastenwagen, der stellte sich dann neben uns. So waren wir nicht ganz alleine auf dem Platz, aber auch wenn wir da alleine gewesen wären, hätten wir da kein Problem gehabt oder Bedenken gehabt. Am Abend hatten wir noch einen schönen Blick auf die gut beleuchtete Kirche. Am nächsten Morgen sind wir gut ausgeschlafen gestartet. Jetzt ist unser Ziel natürlich die Toskana und dort fahren wir als erste Station an Carrara, dort wo der Marmor abgebaut wird und darüber aber mehr im nächsten Video. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.